Ja, das nehme ich auch mal mit. Nicht an grünen Tagen kaufen. Ja, dann starten wir doch mal rein in das Video, wie er 3,5 Millionen in 4 Tagen verloren hat. Krypto-Update mit dem jungen, netten Herrn, dem Goldkettchen im Hintergrund Dubai. Vielleicht ist es aber nur ein Greenscreen. Wir werden es gleich sehen. Ich bin mal gespannt. My cryptocurrency portfolio was worth $7 million. On the 19th of May, it was worth $3.5 million. So here's what I learned. 19th of May. Okay. Losing $3.5 million. Was er gelernt hat, wenn er 3,5 Millionen verloren hat. Ja. Keine Ahnung. Plummeted 30% this morning to a low near 30,000 a coin, a level that it hasn't seen since January. Yes, it's 7 million. Also ich bin ganz entspannt. Bitcoin plunging by almost 30% to $31,000 earlier today, raising all of its gains since Elon Musk first announced Tesla's investment. I really don't know much about the cryptocurrency space. I know. Ja, der gute alte Elon. Er ist recht ruhig im Moment. Fair, decent amount, but I'm no expert, right? In the last 24 hours, $600 billion was wiped from the cryptocurrency markets. Elon Musk announced that Tesla would no longer be accepting Bitcoin as payment due to environment. Like, who knows? So, das war das Intro alles. Jetzt können wir mal gucken, was er da sagt. No, as dramatic as that intro was, I actually really wasn't that fazed by the drop in the market. And I think this goes back, and I really want to prelude with this because this goes back to some key fundamentals about investing, no matter what market you're invested in. Ich wette, er sagt so, das, was er investiert hat, könnte er alles verlieren und dann könnte weiter normal leben. You need to understand that you should not invest money in anything that you know, if you lost it, you would struggle to pay your bills. Sherlock Holmes, Basti ist am Start. It would keep you up at night, etc., etc. As mentioned in the previous video, on a bad month, my businesses will do 100K profit. In a good month, it'll be 250 to 300K. And apart from cryptocurrency, which I will say is definitely... Ja, bei ihm läuft es auf jeden Fall im Business gut. Da muss ich mir mal ein paar Tipps von ihm da holen. Also beim Investieren ist es nicht Problem. Definitely heavily weighted in terms of my investment portfolio. You know, 80%, or at least at the time recording that $7 million crypto video, 80% of my portfolio was in cryptocurrency, 20% was in other investments. And for me, one of my big alternative investments, which is watches, I can still... Ah, Watches, deswegen hat er immer so crazy Uhren da an, aber da kenne ich mich gar nicht aus. Wie spät? 9:30. Für jedes Viertel eine Uhr. Better clients that pay you more to come to you. 7-figure agent. Ja, okay, damit macht er halt seine Kohle auf jeden Fall. Aber ja, damit gibt es einige, die extrem viel Geld machen. Muss man immer gucken, ob das dann alles so koscher ist und wenn da so komische Versprechen sind, gib deinen Job auf, du wirst über Nacht reich. Yeah, could be dangerous. I understood regardless. And you know, this is really more of a macro lesson about the bull run, and that's to spot opportunity early. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Spot Opportunity Early. Das ist zum Beispiel jetzt, was der Dings auch macht, oder ich auch, dass ich stetig jeden Monat in den Markt weiter investiere, in den Kryptomarkt und natürlich mich immer nach anderen Branchen auch angucke. Moin. Right. I would say I got in, or majority of my cost basis got in probably at a decent time. You know, I wasn't super early and I wasn't super late. And I actually went ahead and checked my bank statements to see. Es sieht echt aus wie ein Bademantel, aber es ist wahrscheinlich ein Seidenhemd aus Dubai. So I put in $1.5 million. Obviously my portfolio was worth $7 million, so it was a pretty big increase. I mean, I made, considering I was in crypto for 5 months, I made basically $1 million a month. And I did that by following the concept that I'm... Ja, mein Vater hat auch früh und ordentlich investiert, also... Der war auch Spot the Opportunity. I'm gonna tell you guys about here, but that I didn't follow in regards to the bull run. And what that is just spotting opportunity early. Guys, you never want to be the person who's chasing the pumps. Der die 60k da gekauft hat. You know, another example of that was early Feb selling all of my Bitcoin, you know, the other 30% of my portfolio, and moving that into things like Cardano and a couple other altcoin picks, but primarily Cardano. Obviously that worked out very well. That was great foresight. But I didn't from a macro perspective. Da ärgere ich mich ein bisschen, dass so viele Kommentare bei Cardano kamen, dass ich da nicht alles investiert hätte. Dann hätte ich nie wieder was gemacht. Nein. I don't buy on green days. Okay, das ist eine Regel, die muss ich kurz überlegen. I don't buy on green days. Also wenn es voll hoch geht, dann kauft er nicht. Ja, okay. Also wenn es runter geht, kauft er.
I don't buy on green days, and specific coins, if coins are pumping, I don't buy. Remember, don't chase pumps. Always, guys, respect the pump. Look at where the next opportunity is. And I think from a more macro perspective, that's really what this crash taught me. Okay, das ist was eine Lehre. Also nicht, ja, das nehme ich auch mal mit, nicht an grünen Tagen kaufen. Also wenn man so einen Sparplan hat, der nicht automatisch ausgeführt wird, dann sollte man gucken, okay, kein Green Day. And this really ties into the next thing that I learned, which is take profits. Now, this is a little hard for me because... Take profits? Gut, das habe ich auch einmal gemacht, so grob, wo ich dann mal gucken wollte, hoch und dann wieder rein. Ja. You know, I view myself as a long-term holder, right? I will never convert, like, and I'm talking ever, I will never convert the cryptocurrency I have into fiat currency, ever. Right, because as I said, you know, for a lot of people, you know, a lot of these crypto guys, like all their money is tied up in it, and they have no excess cash flow. And you know, these people, like everyone, you know, maybe they want a nice apartment, maybe they want a nice car, maybe they want a nice watch, whatever it may be. Maybe they want to go on a nice holiday, and they don't have a flow of fiat coming in order to accommodate that. I'm very lucky to have multiple businesses that provide great cash flow, or at least some of them do, some don't. But either way, point is, I have that fiat currency coming in. Diversifikation, ja, das ist auf jeden Fall nice, aber gut, es gibt ja im Kryptobereich jetzt auch schon die Möglichkeit, ganz entspannt sozusagen Cashflows zu generieren. Ganz entspannt ja auch, aber ja. I guess that's why I kind of had that internal struggle, even when I saw Ethereum double. And I did kind of hedge my risk in some ways, because as Ethereum rode up and basically doubled in a month, I actually took something like 30% of that portfolio, so 30%. Ja, aber gut, der sagt dann, okay, wenn das hochgeht, dann nimmt das raus, aber ich würde dann halt so Take-Profit-Ziele mir stellen oder setzen und dann überlegen oder Stop-Loss, wenn, ja, aber gut, mit Gefühl ist halt immer schwierig, ne? Of my holdings, so basically $1 million, and I actually converted that into Cardano, and then aber gut, er hat genügend Cash, also. The price is here today, and I'm confident that the price is going to come down. And that was a real lesson that I needed to learn. Because when I should have known, when Nee, er ist ohne Hebel, hat das gemacht, alles. Ethereum has literally doubled in the space of 3 weeks, and then ADA has gone on a 70% pump in the space of 2 weeks. Things are getting very heated in the market, and it might make sense for me to even take 30% of my portfolio, put it into Tether, so that way, if it does dip, I can get it at a lower cost basis. So I think that was a really big lesson that I learned, because as I said, quite clearly, I'm a massive novice when it comes to cryptocurrency. I'm not a cryptocurrency expert. Ja, so Cashflow-Strategien, da gibt es, glaube ich, auch ein Video vom Julian, das ist gar nicht so schlecht. Da kann man schon einiges machen. Ist ja die Frage, wie tief man drin ist. Es gibt auch zum Beispiel von Goldman, gab es, glaube ich, so ein paar Trader, die so eine eigene Firma aufgemacht haben, damit Millionen gemacht haben oder wenn nicht sogar Milliarden. Also es gibt schon die Möglichkeiten, aber es ist aktiv traden, ne? The Wyckoff distribution is, and if you haven't seen the video, I'll get Tristan to pop it on screen. It's basically a way for the whales to accumulate, make a lot of money, shake out the retail investors, and then buy back their positions at a... Ja, das ist natürlich auch ein Problem, dass die Big Fishes, die Big Whales, da sehr viel sozusagen mit ihren Coins spielen können und dann immer schön sozusagen das kleine Geld rausdrücken, auch mit den Hebeln, wenn es dann die Stops raushaut und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man da so viel schon Kohle drin hat. Much lower cost basis and then continue to ride out the profits. You see, they make money on the way up and they make money on the way down. Das sagt er sehr schön. Die machen Geld, wenn es hochgeht, und die machen Geld, wenn es runtergeht. Dann bist du halt der Killer auf jeden Fall. And by the way, it's way more technical, and that also includes shorting and a whole bunch of other stuff, right? But just so you kind of understand. Now, when you understand this, when you understand that it's not like money is lost in these markets, right? That's the main thing you need to understand, is that money is not lost in these markets. Also Geld wird nicht verloren, es wird nur umverteilt. Also der klassische Spruch, dein Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. It's only transferred. And it sucks, because in order for you to profit, someone else has to lose, right? That's just the way markets work, okay? And that's why I didn't sell a cent. And, anyone who was close to me that I cared about, because guys, I don't really give advice to people generally, because, I think everyone needs to come to their own conclusions. Also, like, I don't want to be held accountable for it. But the people close to me, just because I had and I still do have such certainty that we're not anywhere near the top, right? Everything that I mentioned. Okay, er ist sicher nicht am Top. Wir können aufhören mit dem Video. Er hat sich bestätigt. That 7 million crypto video of where I think where my price targets are. Still exactly the same place. I think that we are in a bearish season in a much larger bull market. Es ist halt Sommer.
Die Leute haben keinen Bock auf Kryptos. Bleib mir weg mit deinem Dogecoin, ich will zum Beach. A lot longer than than I definitely anticipated. I definitely thought it would end at the end of 2021, but I think it's going to go into the first half of 2022 for sure. And yes, the charts look bearish, but then you look at Was denkt ihr, wenn es wieder losgeht nach oben? Also Semesteranfang, Wintersemester, wenn es kühler wird? the fundamentals and you look at what's actually going on in the crypto space, and then you've got a company like El Salvador who's now made Bitcoin legal tender. Ja, das meinten auch viele, dass so, also auch Mirko meinte, so die Fundamentals sehen jetzt ganz gut aus, also die steigende Adaption oder ja Annahme von Kryptowährungen und so weiter und so fort, ein paar gute Cases, das mit den Steuern ist natürlich nicht so geil für Deutschland. Da muss man nochmal genauer schauen. September kommt da, ja, September. You've got that. You've got way more institutions now getting into cryptocurrency. You've got companies like Apple who are hiring for crypto-related positions, which is what PayPal did a year before they announced all of their crypto functionality. You've got companies like PayPal now making it so that you can move your crypto. Ja, perfekt. Deswegen machen wir auch eine Sommerpause bis September sozusagen. Cryptocurrency off of PayPal and into different exchanges and different wallets. You've got states like Miami who are now thinking of collecting tax revenue through cryptocurrency, right? And we didn't. Ja, das meinte auch irgendwie mein Vater, wenn es irgendwann zu viel Gewinne gibt, dann schöpfen die Regierungen das ab. As I always need to keep, cash as a sensible business owner, I still need to keep personal and business cash reserves, and I need quite a lot of them considering the scale of my businesses. Ja, Cash Reserves, gut, wenn er halt mit Ads und sowas Kohle verdient, das ist halt auch, wenn man skaliert, ist das auch ein richtig krankes Business, weil wenn man die Ads schaltet, muss man natürlich gucken, dass hinten die Profits reinkommen, wie schnell kommen die rein, muss die dann wieder verwenden. Also er sagt 100k Profits, das ist schon sehr viel, aber dann gibt er wahrscheinlich im Monat auch einiges aus, wahrscheinlich über 500.000, wenn nicht sogar noch mehr. 20%, boah, wahrscheinlich noch mehr. Also da haut er schon richtig raus, aber meint auch 200, 300k. Also was da an Umsatz im Monat mitgemacht wird, ist schon einiges, glaube ich. Deswegen verdienen ja Facebook und Amazon und weiß was ich was so viel. And get in a cost basis that is similar to March, right? So I'm actually super stoked about this. I'm so stoked, my dudes. Geil. I don't know, like talking gave me satisfaction, talking about it or, posting stuff on social media. I found a real change over the space of like the last year. Like I've just been a lot, quiet about what I'm doing, quiet about, where, millions in R&D costs are going, where my time and attention is going. And ja, definitiv, den Switch habe ich auch so ein bisschen gemacht, so nicht über jeden Cent reden, den man investiert und verdient irgendwie. Gut, jetzt investieren ist ein bisschen was anderes bei mir, aber ja, über die gesamten Größen sprechen irgendwie. Ist, glaube ich, auch ein ganz guter Grundsatz sozusagen. Klar, man muss sich die gewisse Ziele stecken und darüber reden, so ein Stück weit, aber nicht über alles sozusagen. I've shared it selectively with few people and definitely, especially my customer community, ad agency. But okay, das ist ein Werbevideo. Apart from that, I found, at the time I recorded that video, I was what you'd consider a deca-millionaire, 10 million between, everything. Now I'm a little bit further off that point, but still, at a very respectable level at the age of 21. And said I'm very grateful to have a... Ja, mit 21 ist natürlich schon krass, so ein paar Millionen zu haben. Also 10 Millionen ist ein Ziel, ja. Not bad auf jeden Fall. Aber ein bisschen schade ist eigentlich, dass er im Video jetzt gar nicht mal so ein bisschen gezeigt hat, wie die Stände sind. Bei dem anderen war er so offen und hat alles gezeigt. Oder ob das jetzt schon diesen Switch initiiert hat irgendwie. Dann hat er so ein bisschen Bewerbung für seine eigenen Sachen gemacht. Ja, seine Learnings so ein bisschen rausgemacht. Aber ja, jetzt dachte ich, kommt da mal was ganz Besonderes. Aber ja, es ist natürlich nach unten gegangen, aber ich glaube, da soll man jetzt nicht dran verzagen. Ja, langfristig bin ich da auch positiv eingestellt. Ist jetzt einfach, glaube ich, ruhig im Sommer ja generell. Und das wird sich dann wahrscheinlich wieder mit Herbst oder so ein bisschen ändern. Und dann geht es wahrscheinlich wieder rund. Ja, in diesem Sinne wird er wahrscheinlich auch hoddeln. Aber schade, dass er nicht gezeigt hat, was er jetzt da aktuell sozusagen für Bestände hat. Also es wäre interessant zu sehen, ob er da noch mal irgendwie was geschiftet hat oder sowas. Und naja, in diesem Sinne auf jeden Fall hold the line. Hold it, hold it, hold it, hold it, never sell. Moin YouTube, hier ist Bastian von Talerbox. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest einige Golden Nuggets für dich mitnehmen. Wir wollen jetzt richtig durchstarten, das heißt mehr guten Content für euch, Interaktion und Überraschung. Also jetzt ist der Zeitpunkt zum Abonnieren. Ansonsten, wenn du gleich weiter durchstarten willst, verlinke ich dir hier rechts und links noch weitere Golden Nuggets. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, invest smart statt hart.